Heute erzähle ich dir die Geschichte von einer perfekten Lüge und ihren dramatischen Folgen. Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine wahre Geschichte. Lass dich überraschen. Die Idee der perfekten Lüge ist faszinierend, nicht wahr? Eine perfekte Lüge ist eine, die absolut glaubwürdig ist und niemals aufgedeckt wird. Mein Ziel ist es aber nicht, dir beizubringen, eine perfekte Lüge zu konstruieren, sondern eine solche zu diagnostizieren. Darum lass uns herausfinden, welche Kriterien die Lüge erfüllen muss, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. Um eine Lüge zu diagnostizieren, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Mechanismen zu verstehen. Hier sind einige wesentliche Kriterien, die eine Lüge erfüllen muss, um effektiv zu sein. Erstens Glaubwürdigkeit. Eine Lüge muss glaubwürdig erscheinen. Das bedeutet, dass sie in den Kontext passt und keine offensichtlichen Widersprüche enthält. Je besser die Lüge zu den Erwartungen und dem Wissen der Zielperson passt, umso glaubwürdiger ist sie. Zweitens Detailgenauigkeit. Eine Lüge sollte genügend Details enthalten, um realistisch zu wirken, aber nicht so viele, dass sie kompliziert wird und schwer nachzuvollziehen ist. Zu viele Details können auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Lüge entdeckt wird. Drittens Konsistenz. Die Lüge muss über die Zeit hinweg konsistent bleiben. Wiederholte Aussagen müssen übereinstimmen, um Misstrauen zu vermeiden. Inkonsistenzen sind oft ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Viertens, emotionale Überzeugung. Eine effektive Lüge wird oft von einer starken emotionalen Überzeugung begleitet. Wenn die lügende Person ihre Lüge emotional unterstützt, wirkt sie überzeugender und authentischer. Fünftens, nichtverbale Hinweise. Körpersprache, Gesichtsausdrücke und Tonfall müssen die Lüge unterstützen. Inkongruente, nonverbale Hinweise können darauf hinweisen, dass jemand lügt. Sechstens, Kenntnis der Zielperson. Eine effektive Lüge berücksichtigt die Persönlichkeit, den Wissensstand und die Erwartungen der Zielperson. Je besser die lügende Person ihr Opfer kennt, desto gezielter kann sie die Lüge einsetzen. Siebtens, Vermeidung von Überinformationen. Eine Lüge sollte nicht zu viele Informationen enthalten, die leicht überprüfbar oder widerlegbar sind. Weniger konkrete Details machen es schwieriger, die Lüge zu entlarven. Achtens, Kontextabhängigkeit. Die Lüge muss in den Kontext passen und relevant für die Situation sein. Kontextbezogene Lügen sind oft glaubwürdiger, da sie in den bestehenden Rahmen der Zielperson eingebettet sind. Ein guter Lügner muss über ein hohes Maß an Empathie verfügen. Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Gedanken anderer hineinzuversetzen. Zur Vorbeugung muss er sich in sein Opfer hereindenken können und die Lüge entsprechend konstruieren. Er braucht also Verständnis für die Zielperson. Ein empathischer Lügner kann besser verstehen, was die Zielperson glaubt, fühlt und erwartet. Dieses Verständnis ermöglicht es ihm, eine Lüge zu konstruieren, die für die Zielperson glaubwürdig und überzeugend ist. Empathische Menschen können emotionale Nuancen besser erfassen und darauf reagieren. Ein guter Lügner kann daher emotionale Hinweise in der Kommunikation nutzen, um seine Lüge überzeugender zu gestalten und auf die Reaktion der Zielperson einzugehen. Empathische Lügner können ihre Lügen besser an die Reaktionen und das Verhalten der Zielperson anpassen. Sie können erkennen, wenn ihre Lüge hinterfragt wird oder Zweifel aufkommen und entsprechend reagieren, um die Glaubwürdigkeit zu wahren.
Ein empathischer Ansatz hilft auch dabei, Vertrauen zu gewinnen und die Zielperson emotional zu beeinflussen. Wenn die Zielperson das Gefühl hat, verstanden und respektiert zu werden, ist sie weniger geneigt, die Lüge zu hinterfragen. Empathische Lügner sind besser in der Lage, potenzielle Verdachtsmomente zu antizipieren und zu vermeiden. Sie können sich in die Situation der Zielperson hineinversetzen und erkennen, welche Informationen oder Hinweise vermieden werden sollten, um Misstrauen zu verhindern. Empathie spielt also eine Schlüsselrolle beim erfolgreichen Lügen. Sie hilft dem Lügner dabei, die Zielperson besser zu verstehen und seine Lügen effektiver zu gestalten. Ich erzähle dir nun ein Beispiel der perfekten Lüge. Hast du schon einmal von der Dolchstoßlegende gehört? Sagt dir der Begriff etwas? Die Dolchstoßlegende ist eine politische Verschwörungstheorie, die nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland verbreitet wurde. Sie besagt, dass die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg nicht militärisch auf dem Schlachtfeld besiegt wurde, sondern durch Verrat und innere Zersetzung, insbesondere durch die Zivilbevölkerung, Sozialisten, Kommunisten und Juden, einen Dolchstoß in den Rücken erhielt. Entstehung und Verbreitung. Die Dolchstoßlegende entstand also nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und wurde von nationalistischen und militärischen Kreisen gefördert, um die Schuld an der Niederlage von der Armee auf zivile Akteure zu verlagern. Der Begriff selbst wurde durch die Aussage von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg im November 1919 vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geprägt. Zweck und Wirkung. Die Legende diente dazu, die Verantwortung für die Niederlage zu externalisieren und einen Sündenbock zu finden. Dies half, die moralische Integrität und den Stolz des Militärs und der konservativen Kräfte zu bewahren. Sie hatte eine starke politische Wirkung, indem sie die Weimarer Republik und ihre demokratischen Institutionen delegitimierte und das Vertrauen in diese schwächte. Historische Fakten. Historisch gesehen ist die Dolchstoßlegende falsch. Die deutsche Armee war militärisch geschwächt und überdehnt und die militärische Niederlage war eine Folge der Übermacht der Alliierten und der strategischen Fehler der deutschen Führung. Die inneren Unruhen in Deutschland, wie der Matrosenaufstand oder die Novemberrevolution, waren eher Symptome der allgemeinen Kriegsmüdigkeit und des sozialen Elends als Ursachen der militärischen Niederlage. Langfristige Auswirkungen. Die Dolchstoßlegende trug zur politischen Radikalisierung der Weimarer Republik bei und wurde von den Nationalsozialisten genutzt, um ihre Macht zu festigen und ihre antisemitische Propaganda zu rechtfertigen. Sie spielte eine Rolle in der Mobilisierung der deutschen Bevölkerung für den Zweiten Weltkrieg, indem sie das Narrativ von Verrat und innerem Feind aufrechterhielt. Psychologische und soziologische Aspekte. Die Legende zeigt, wie Verschwörungstheorien entstehen und verbreitet werden können, wenn eine Gesellschaft nach einfachen Erklärungen für komplexe und schmerzhafte Ereignisse sucht. Sie verdeutlicht auch, wie solche Theorien das Gemeinschaftsgefühl und die Identität einer Gruppe stärken können, indem sie einen gemeinsamen Feind definieren und Sündenböcke schaffen. Durch die Analyse der Dolchstoßlegende können wir besser verstehen, wie politische Mythen und Verschwörungstheorien entstehen, welche Funktionen sie erfüllen und welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben.
Um zu verstehen, wie sie die Bedürfnisse ihrer Adressaten angesprochen hat, müssen wir die Konstruktion der Dolchstoßlegende analysieren. Dabei spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Kontext und Bedürfnisse der Adressaten. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg war Deutschland in einer schweren Krise. Die Menschen suchten nach Erklärungen für die unerwartete Niederlage und das daraus resultierende Leid. Viele Deutsche waren stolz auf die militärischen Erfolge vor dem Ersten Weltkrieg und sie wollten den Glauben an die Stärke und die Unbesiegbarkeit des deutschen Militärs aufrechterhalten. In Krisenzeiten suchen Menschen oft nach einfachen Erklärungen und Sündenböcken, um komplexe und schmerzhafte Realitäten zu bewältigen. Konstruktionen der Lüge. Die Dolchstoßlegende wurde von hochrangigen Militärs wie Hindenburg verbreitet, was ihr Glaubwürdigkeit verlieh. Die Legende bot eine kohärente und einfache Erklärung für die Niederlage, indem sie den Verrat der Heimatfront als Ursache darstellte. Sie spielte auf patriotische Gefühle und den Stolz der Nation an, indem sie den Mythos der unbesiegbaren Armee und den Verrat von innen beschwor. Die Legende schuf klare Feindbilder, Sozialisten, Kommunisten, Juden, die für den vermeintlichen Verrat verantwortlich gemacht wurden. Dies stärkte das Gemeinschaftsgefühl der verratenen und unschuldigen Bevölkerung. Verbreitung und Verstärkung. Zeitungen und politische Propaganda verstärkten die Legende durch ständige Wiederholung und Sensationsberichterstattung. Rechte und konservative Kräfte nutzten die Legende, um die Weimarer Republik zu destabilisieren und ihre eigene Machtbasis zu stärken. Die Legende fand Resonanz in der breiten Bevölkerung, die mit den politischen und sozialen Umbrüchen unzufrieden war und nach einem Schuldigen suchte. Psychologische Mechanismen. Die Menschen wollten die Dissonanz zwischen ihrer Wahrnehmung der militärischen Stärke und der tatsächlichen Niederlage auflösen. Die Dolchstoßlegende bot eine bequeme Lösung. Die Legende stärkte das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter denjenigen, die sich als Opfer des Verrats sahen, und schuf eine klare Abgrenzung zu den vermeintlichen Verrätern. Durch ständige Wiederholung und Bestätigung in verschiedenen sozialen und medialen Kontexten wurde die Legende verinnerlicht und als Wahrheit akzeptiert. Fazit: Die Dolchstoßlegende wurde geschickt konstruiert, indem sie autoritative Aussagen, emotionale Ansprache, klare Feindbilder und einfache Erklärungen kombinierte. Sie sprach die Bedürfnisse der deutschen Bevölkerung nach Erklärungen, Sündenböcken und nationalem Stolz an und nutzte psychologische Mechanismen wie kognitive Dissonanz und Gruppenidentität, um sich zu verbreiten und zu festigen. Durch die Analyse dieser Aspekte kannst du besser verstehen, wie solche Lügen entstehen und welche Bedürfnisse sie ansprechen, um erfolgreich zu sein. Paul von Hindenburg war maßgeblich für die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich. Seine Lüge könnte ursächlich dazu gedient haben, von den von ihm gemachten strategischen Fehlern abzulenken und die Schuld für die Niederlage Deutschlands auf politische Gegner abzuwälzen. Durch diese Lüge gelang es Hindenburg, seine eigene Position zu stärken und gleichzeitig die politische Landschaft Deutschlands nachhaltig zu prägen. Obwohl Hindenburg versagt hat, hat ihm diese Lüge zu einer politischen Karriere verholfen. Letztendlich hat seine Lüge dem Nationalsozialismus den Boden bereitet und in letzter Konsequenz zum Zweiten Weltkrieg geführt. Wie denkst du über diese Theorie? Siehst du Parallelen zur heutigen Politik? Lass doch einen Kommentar da. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass bitte ein Like da und vergiss nicht, Infonien zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst.